Ladung pro Zeit. Das ist die schlichte, aber mächtige Definition dessen, was wir als Strom bezeichnen. Aber woher bekommt man die einzelnen Ladungen und wie bringt man sie dazu, in dieselbe Richtung zu fließen? Das, was wir Strom nennen, ist mehr als nur ein Rauschen im Draht. Mein Name ist Jan Jello, ich bin Professor im Ingenieurwesen und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Ein unscheinbarer Kupferdraht, aber sein Geheimnis steckt im Detail. Wie du weißt, besteht dieser Kupferdraht aus unendlich vielen Atomen. In Metallen ist die Struktur kristallin und extrem symmetrisch, das sogenannte Atomgitter. Schauen wir uns davon ein einzelnes Atom an. Hier kreisen Elektronen um die Atomkerne. Wir fokussieren uns auf die Valenzelektronen, das sind die in den äußeren Schalen. Nennen wir eines dieser Elektronen stellvertretend für Milliarden, exemplarisch Willi. Willi repräsentiert mit seiner elektrischen Ladung den Grundbaustein des Stroms. Der Fachausdruck für Willi wäre daher Elementarladung. Strom besteht aus unzählig vielen Elementarladungen, die durch die Lücken im Atomgitter fließen. Diese Elementarladungen muss man dazu aber erst einmal aus ihren Atomen herausholen. Bei Metallen geht das ganz einfach. Charakteristisch für alle Metalle ist nämlich das geringe Ionisierungspotenzial ihrer Valenzelektronen. Bedeutet, man kann die Elementarladung Willi mit sehr wenig Energieeinsatz aus seiner Bahn herausholen. Warum? Weil sich die anderen Elektronen zwischen Willi und dem Kern befinden. Die positive Kernladung des Atoms ist für Willi effektiv reduziert durch diesen Abschirmungseffekt. Willi ist ein unruhiger Geist. Er merkt, dass die Zwischenräume im Gitter riesig sind, ein wahres Potenzial zum Wandern. Doch er ist noch an sein Heimatatom gebunden. Um in die Weiten des Gitters zu delokalisieren, braucht er eine Energiezufuhr von außen. Die Umgebungstemperatur liefert diese Energie mühelos. Wärmeenergie oder sogar Sonnenstrahlung bei Raumtemperatur reicht aus, um die Ablösearbeit zu leisten. Und tatsächlich, Willi fängt eine zufällige Portion Energie auf, entkommt der Kernbindung und beginnt seine ungeordnete statistische Wanderung durch die Gitterzwischenräume. Er ist nun ein freies Elektron oder allgemein formuliert ein freier Ladungsträger. Unser Willi ist kein Einzelfall. Insgesamt entsteht durch diesen Mechanismus das sogenannte Elektronengas. Eine gigantische, chaotische Ansammlung freier Ladungsträger. Wichtiger Punkt für den Ingenieur: Wenn der Kupferdraht erwärmt wird und dadurch seine Atome Elektronen abgeben, werden die Atome zu positiv geladenen Ionenrümpfen. Und jetzt die Kontrollfrage: Wird der Kupferdraht dadurch positiv geladen? Antwort: Nein. Der Draht bleibt elektrisch neutral. Die Elektronen haben nur ihre Bindung an das Atom, nicht aber den Gesamtkörper verlassen. Die Anzahl der freien Elektronen entspricht exakt der Anzahl der zurückgebliebenen positiven Ionenrümpfe. Das ist Ladungserhaltung im Makrobereich. Bislang herrscht im Elektronengas Chaos. Wir brauchen einen Diktator, der diese Bewegung ordnet. Hier kommt die Potentialdifferenz ins Spiel, erzeugt durch eine Spannungsquelle wie diese Batterie. Wir verbinden die Enden unseres Kupferdrahtes mit den Polen der Spannungsquelle. Am Minuspol herrscht ein Elektronenüberschuss und damit ein negatives Potential. Am Pluspol ein Elektronenmangel, also ein positives Potential. Die Batterie erzeugt im Leiter ein gerichtetes elektrisches Kraftfeld E. Dieses Feld übt eine Coulombkraft F = Q mal E auf jeden freien Ladungsträger aus, also auf jede der blauen Elementarladungen. Die Feldrichtung ist von Plus nach Minus definiert, bezieht sich also auf positive freie Ladungsträger. Die Elektronen werden unter dieser Kraft aus ihrer zufälligen Bewegung in eine gerichtete Bewegung gezwungen. Der Mechanismus ist das Zuckerbrot und die Peitsche der Elektrostatik. Der positive Pol zieht die Elektronen wie Willi an, denn Elektronen sind negativ geladen. Der negative Pol stößt sie mit hohem Druck ab. Wenn sich alle freien Elektronen in eine gemeinsame Richtung bewegen, formen sie den elektrischen Strom. Die Ingenieursdefinition: Strom ist die gerichtete Bewegung elektrischer Ladungen. Präziser: die zeitliche Änderungsrate der Ladung ΔQ, die pro Zeiteinheit Δt durch einen Querschnitt des Leiters transportiert wird. Die Einheit des Stroms ist das Ampere. Das ist die elegante Quantifizierung des Ladungsflusses. Der Strom ist 1 Ampere stark, wenn genau 1 Coulomb pro Sekunde durch den Drahtquerschnitt fließt. Achtung, dieser Strom freier Elektronen ist
exklusiv in Metallen möglich, nicht in Holz oder Kunststoff. Es gibt nämlich keine freien Elektronen in Holz oder Kunststoff. Warum nicht? Die Atome von Nichtmetallen sind chemisch gut gebunden. Ihre Valenzelektronen sind sehr fest im Atomverband oder in kovalenten Bindungen fixiert. Sie haben ein hohes Ionisierungspotenzial. Man braucht sehr viel mehr Energie, um dort Elektronen zu entbinden. Selbst massive Energiezufuhr durch Hitze oder Laserstrahlung verleitet diese Elektronen nicht zu Verlassen ihres Atoms. Eher würde das Material zerstört oder verbrannt. Fazit: Materialien wie Kunststoffe, Holz oder Keramik enthalten keine freien Ladungsträger und leiten daher keinen Strom. Die Elektrotechnik nennt sie Nichtleiter oder bei Schutzanwendungen Isolatoren. Der Vorteil der Nichtleiter: sie sind unser Schutz. Isolatoren verhindern den unerwünschten Stromfluss. Sie isolieren Weidezäune von Pfählen, um den Strom im Draht zu halten, und ummanteln Elektrowerkzeuge, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Na, hast du alles behalten? Hier ist das Zusammenfassungsquiz für dich. Bei Bedarf pausierst du mit der Leertaste. Wie wird die geordnete Gitterstruktur der Atome in Metallen genannt, die den Raum für das freie Elektronengas bildet? Antwort: das Metallgitter oder das kristalline Gitter. Wie definiert man den elektrischen Strom I? Antwort: als zeitliche Änderungsrate der transportierten Ladung oder als die gerichtete Bewegung elektrischer Ladungen. Warum bleibt ein Leiter elektrisch neutral, obwohl er unzählige freie Elektronen enthält? Antwort: weil die Anzahl der freien Elektronen exakt mit der Anzahl der zurückbleibenden positiven Ionenrümpfe übereinstimmt. Welches physikalische Phänomen wirkt mit einer Kraft auf die Ladungsträger und erzwingt deren gerichtete Bewegung in einem Leiter? Antwort: das elektrische Feld E, das durch eine Potentialdifferenz, also durch eine Spannung, erzeugt wird. Wie lautet die technische Bezeichnung für Nichtleiter, die gezielt zum Schutz vor Stromschlägen eingesetzt werden? Antwort: Isolatoren. Falls dir das Video was gebracht hat, gerne einen Daumen nach oben, dran klicken. Ansonsten, ich wünsche dir viel Erfolg beim Weiterlernen.